Okay, ja, der Morgen ist heute nicht so schön, ein bisschen Nieselregen, aber kein Problem. Wir starten jetzt Richtung Sloten. Frank hat schon beim Hafenmeister angerufen, der hat Plätze für uns und es ist ja auch nicht so weit. Ich denke mal, in einer Stunde sind wir da. So, die Maschinen laufen. Jetzt warte ich auf die Anweisung meines Chefs. Hier in Lemmerbinnen haben sie wirklich eine tolle Steganlage gebaut. Das ist wirklich sehr empfehlenswert hier. Viele große Boote können hier liegen. Toll. Und man ist auch relativ schnell in der Stadt. Den Rest kann ich von oben machen. Wie immer muss ich dann hier erstmal die Leinen abmachen. So. Vorne sind wir frei. Und jetzt noch die Mittelleine. Okay, Lein los. Du bist lose! Okay. Wir verlassen heute unseren schönen Liegeplatz. Claudia und Frank sind auch parat. Claudia macht den Strom ab. War wieder ein Erlebnis, hier in Lemmer zu sein. Der Nieselregen hat aufgehört. Auch hier haben wir wieder einige nette Menschen kennengelernt. Die Fischer aus dem Münsterland mit ihrem Baby. Die zweite Tasse Kaffee trinke ich während der Fahrt. Ich habe noch nicht gefrühstückt, das ist uns noch zu früh. Das machen wir dann, wenn wir in Sloten angekommen sind, glaube ich. Wie bitte? Wir haben noch nicht gefrühstückt. Oh, das machen wir dann, glaube ich, in Sloten, oder? Wir fahren ja nur eine Stunde rüber. Ja, gehe ich von aus. Wir nehmen die Lange Sliet, das ist die kürzere der beiden Strecken nach Sloten. Und sollte für uns auch tief genug sein, werden wir sehen. Und ja, dann müssen wir noch nicht durch die Bezahlbrücke, die 3 Euro kostet, sondern wir liegen noch davor. Da ist der YouTube-Kanal. Boote on Tour! Grazie. Lemmer ist wie immer in deutscher Hand. Ja, so ist das halt hier im Lemmer. Wir sind schon vor Frank und Claudia. Was ist das denn? Ja, Frank und Claudia sind auch gleich parat. Jürgen, hinter dir sind welche, die wollen auch los. Schmeiß weg. Wir haben die heute mal unter Druck gesetzt, wa? Habe ich das Gefühl. Die haben doch gefragt, wann wir fertig sind. Habe ich gesagt, eine Stunde. Und hat er gesagt, okay. Und jetzt hat er schon 7 Minuten überzogen. Oh. So, ich mache jetzt mal noch ein paar Fender rein, so dass man nicht hier unsere Fender baden. Die Ausfahrt von Lemmer, eine himmlische Ruhe hier. Die Ferienzeit ist vorbei und wir haben jetzt noch eine schöne Woche, die wir hier oben in Friesland verbringen werden. Das blaue Schiff haben wir in Urk schon gesehen und auch in der Werft, wo es gebaut worden ist. Man hat hier seinen Liegeplatz. Das ist der Hafen Takozil. Der erste Anleg ist ein Restaurant, was man auch empfehlen kann. Da ist auch gleich eine Tankstelle dabei. Ja, wir fahren raus und viele neue Boote kommen auch schon rein. Super! Dann seid ihr jetzt mit dem Film. Es ist immer wieder spannend, dass uns welche entgegenkommen und uns begrüßen und sich freuen, dass wir die Videos machen. Und man freut sich darüber, dass die Menschen halt Spaß dran haben und wir das mit dem YouTube-Kanal halt auch nicht umsonst machen, sondern auch Freude rüberbringen. Jetzt sind wir aus der Zufahrt von Lemmer raus. Auf der linken Seite ist die Schleuse und wir fahren praktisch fast geradeaus auf der anderen Seite wieder rein. Da sind wir auch noch nie lang gefahren. Wir sind früher mal die andere Strecke gefahren. Da müssen wir aber erst über die Debrecken drüber und dann oben Richtung Sloten. Und wir nehmen jetzt die kurze Strecke und ich hoffe, dass die tief genug ist. Wir fahren jetzt hier genau durch diese 2 Tonnen in diese Richtung. Jetzt kommt der Wind von der Seite. Und dann kommt gleich schon eine Brücke. Das ist aber die einzige Brücke auf unserer Strecke. Frank und Claudia kommen auch hinter uns her. Kommt uns einer entgegen und ja, das heißt, die Brücke arbeitet gut.
Wir dürfen natürlich nicht zu weit zum Ufer kommen, weil ich nicht weiß, wie flach das hier ist. Echolot zeigt jetzt noch 220, das sieht gut aus. Wir fahren auf der lange Lied und vor uns warten wir jetzt auf die erste Öffnung. Ich glaube, das kostet hier 3 Euro Brückengeld. Ja, habe ich auch gelesen. Umsonst kommen wir hier auch nicht lang. Aber der hat immer noch rot statt rot-grün. Wundert mich jetzt. Da ist auch keiner, der das Brückengeld Es gibt auch keinen Funkkanal. Da jetzt kommt einer. Irgendwie da bewegt sich doch was. Hier müssen wir bei der Durchfahrt 3 Euro bezahlen und dann wird auch gleich der Kloschen kommen, wo ich das Geld reinschmeißen muss. Ja, und sie macht doch gleich noch ein bisschen Sport. Bewegung ist das halbe Leben. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der nicht rot-grün gemacht hat. Der Brückenwärter muss tatsächlich rausgehen an die Brücke und muss sie dort schalten. Das Brückenhaus ist nur Kantine und Aufwärmstube. Und mit dem Kloppen ist er auch schon da. Die ist ziemlich klein, da müssen wir tatsächlich warten, bis die ganz auf ist. Guten Morgen. Danke. Und schon ist man durch. Hier ist das Häuschen von der Brückenwärterin. Schon klasse. Nehmen wir auf der lange Lied und in der Wasserkarten-App zeigt die 1,70 an Tiefe und unser Echolot zeigt 2,20 an. Also völlig ausreichend. Ja, das ist schon fast wie so ein englisches Hausboot. Wir haben jetzt lange nichts zu tun, fahren jetzt ein ganzes Stück. Da kann ich mal ein bisschen was über das Funken erzählen. Und ja, man soll sich einfach rantrauen. Wenn man frisch vom Kurs kommt, dann hat man ja alle komischen Wörter, komischen Floskeln erzählt bekommen. Braucht man aber eigentlich nicht. Viele Brücken werden natürlich zentral gesteuert und da ist natürlich das Wichtigste am Anfang, dass man sagt, wen man anfunken will. Das heißt, das erste ist immer XY Brücke oder XY Schleuse, damit auch der andere auf der anderen Seite weiß, welche Brücke gemeint ist. Bei Schleusen ist ja kein Problem, da ist der Schleusenwärter ja vor Ort, der weiß das natürlich. Und danach ja, kann man weglassen, mache ich immer eine Floskel, guten Morgen oder guten Mittag. Und ja, dann sagt man eigentlich, wer man ist. Dann kann man abkürzen, Sportboot Maxi oder Motoryacht Maxi oder hier spricht Motoryacht Maxi, dann weiß der andere, wer spricht. Und dann muss man eigentlich nur noch sagen, was man will. Das heißt, man gibt die Richtung vor. Ich möchte die Brücke in Richtung XY passieren. Dann weiß er auch, aus welcher Richtung man kommt. Und mehr ist das gar nicht. Also wenn man es ganz kurz machen will, sagt man einfach XY Brücke, hier spricht Motorboot Maxi, wir wollen die Brücke XY nach Lemmer passieren. Zum Beispiel. Und das reicht schon. Einfach rantrauen. Dieses Over und Out und all die Sachen kann man natürlich sagen, aber wenn man denkt, wie oft die andere Gegenseite auch funken muss, das ist eher ein Gespräch und kein richtiges Funken in dem Sinne mit Over und Out. Also man kann das ganz einfach halten und muss auch keine Angst haben. Auch wenn uns schon mal andere Berufsschiffe anreden, dann sagen die auch nur unseren Namen, den sehen die auch auf dem AIS natürlich schon und was sie wollen und mehr auch nicht. Und dann entsteht eigentlich nur ein ganz normales Gespräch. Also keine Angst vor Funken, einfach machen. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Eine ruhige Fahrt an der Landwirtschaft vorbei. Ja, der Hund passt auch fein auf. Diese weißen Boxen sind für die Kälber, die halt von der Mutter weggenommen werden, damit die Milch verkauft werden kann. Ich finde es immer schade, dass das Jungtier nicht bei seiner Mama aufwachsen darf. Es ist überraschend ruhig auf dem Wasser. Wir sind jetzt die zwei einzigen Boote, die hier lang fahren. Das ist sagen, woran das liegt. Das kostet ja Geld. Ja, ja. Im Hauptkanal musst du nicht bezahlen, hier musst du 3 Euro bezahlen. Ja. Ist immer alles schön gepflegt. Auf jeden Fall ein herrlich ruhiges Fleckchen hier.
direkt in der Nähe vom Lemmer, wo nichts los ist. Schön, sehr, sehr schön. Wir setzen unsere Fahrt Steuerbord fort. Fast windstill. Toll. Hier ist ein Wassersportverein, kleine Segelbötchen. Ich glaube, das kann man hier alles leihen. In den Sommerferien können die Kinder hier lernen zu segeln. Oder auch Erwachsene, die damit anfangen wollen. Die Sonne kommt jetzt raus. Der kickert. Ich sehe schon Sloten und ja, die geringste Wassertiefe, die das Echolot angezeigt hat, waren 2 Meter. Also hier kommt man locker lang. Frank hat gerade mit dem Hafenmeister gesprochen und wir fahren in den Hafen rein und da gibt es 3 Kopfsteiger, die wir nutzen können. Die älteren Häfen mit den alten Steganlagen haben wir oft nur Boxen, wo wir nicht reinkommen, weil mit 4,11 Meter sind wir doch schon breit und breiter als die normalen holländischen Stahlboote, die älteren, und dafür sind die Häfen oft nicht ausgelegt. Und ja, aber Kopfsteiger ist dann kein Problem. Man kann auch aus der Richtung kommen, aber wir hatten halt mal diese gemütliche kleine Fahrt nehmen wollen. Und ich kann nur sagen, es war wirklich gut. Wenn Englein reißen, reißen die Wolken auf und die Sonne ist wieder da. Ist das nicht toll? Diese kleine Stadt haben wir noch nicht besucht. Das ist das erste Mal, dass wir hierher fahren. Und ich freue mich jetzt schon auf diesen Hafen. Ja, wenn man im Hafen keinen Platz findet, hier draußen gibt es noch reichlich Stege, allerdings ohne Strom. Im Moment haben wir nur ganz kleine Batterien für die Verbraucher, da wir notdürftig die Batterien tauschen mussten. Und das werden wir erst, denke ich mal, im Winterlager oder zur neuen Saison ändern. Aber da brauchen wir ein Konzept, weil wir Lithium-Eisen-Verfahren und Leihbatterien mischen. Und die müssen wir dann trennen und unterschiedliche Ladegeräte und Ladebooster, das müssen wir dann uns noch ausarbeiten im Winter. Und dann sind wir auch schon da. Wir fahren jetzt, ja, bis wir an unserem Liegeplatz sind, ist gut eine Stunde vergangen, war also nicht weit. Und wir sind sehr, sehr langsam gefahren. Am Eingang von Sloten sind auch schöne Chalets mit Anleger. Da hinten die Windmühle und viele Segler im Hafen. Ja, die Plätze hier wären alle zu kurz für uns, müssen wir wieder die Bugleiter nehmen. Da haben wir Glück, dass wir noch einen Kopfsteiger kriegen. Hier ist der Meldesteiger, da wir uns schon angemeldet haben, brauchen wir nicht mehr an den Meldesteiger gehen und können dann direkt einfahren. Und da ist doch wieder das Boot aus Kochem. Hallo. Okay, dann nimmst du den hinteren. Ja, das ist gut so. Dann kann ich jetzt hier mal ausmachen, ne? Ja. Habe ich Platz? Ja. Ich stehe vom Bord. Ein Stück weiter nach vorne. Hier schon verhaftet. Gib dir die vordere Leine. Wir haben hier in Sloten einen Kopfsteiger bekommen und müssen feststellen, dass der komplett mit Entenkacke versehen ist. Normalerweise müsste man da Rabatt kriegen. Aber wir sind glücklich, dass wir hier einen schönen Steiger bekommen haben. Yachthafen der Lemsterport, bezahlt mit der iMarina App, einfach QR-Code scannen, bezahlen, fertig. 22,85, das ist okay. Strom kostet nochmal 50 Cent, wer weiß wie lange es reicht, aber immer schön Kleingeld bereithalten. Über diese Brücke gehen wir jetzt nach Sloten rein und hier kann man auch liegen, direkt vor der Mühle. Allerdings nur für Boote bis 8 Meter. Aber auch sehr schön idyllisch, gefällt mir wieder sehr gut. Schau mir doch mal, was im Örtchen alles so
Schönes ist. Sloten ist sehr romantisch. Kleine Gässchen. Und wir gehen jetzt hier durch. Ganz schmaler Weg. Wir wollen ja Frikandel essen. Da ist auch die Kirche. Schöner romantischer Kanal. Hier gibt es Essen. Und da ist die Frikandelbude. Und da geht auch nochmal durch. Da sitzt die Gruppe und wartet aufs Essen. Alle sind hungrig. 12:30, das ist ja schon Brunch, schon gar kein Frühstück mehr. Da ist die kleine Pommes und da ist die große Pommes. Mit Mayo. Das ist doch mal ein schön angelegter Garten. Das gefällt mir richtig gut. Ja, Schatz, macht doch unseren Vorgarten so. Ja, Reißen wir die alten Dinger raus und tun das ein. ja, und hier am Hotel auch eine Kirche, alte Festungsstadt. Wenn man nicht so hoch ist, dann kann man hier auch einmal durchfahren und hat dann auf der anderen Seite ein schönes Becken für kleine Boote. Und hinten sieht man das Hauptfahrwasser und da geht es dann weiter nach Wautsend. Schönes, verträumtes Städtchen. Und hat auch eine Fabrik, bringt also auch Arbeitsplätze. Und an der Brücke wird bezahlt. 3 Euro. Und von der Brücke aus geht es dann herum. Die sind zu spät. Aber hier geht es die ganze Karte lang. Und hier ist natürlich richtig was los. Und hier kann man auch liegen. Das geht ganz rum. Und wer Kibbelingen möchte, da gibt es an der Brücke auch gleich den passenden Laden. Hier gibt es ein interessantes Kunstwerk. Und gleich nebenan ist auch der Darkwinkel. Da kann man auch alles Nötige kaufen. Kleiner Supermarkt. Marina ist auch fündig geworden. Handarbeit für Claire. Eine 85-jährige Frau hat das gestrickt. Wow. Muss eine alte Frau lang für stricken. Auch hier wieder ein schickes Haus. Leicht schief. Schöne Läden. Also hier so am Kanal. Sloten ist wirklich romantisch und auf jeden Fall eine Reise wert. Hier gibt es die Mühle direkt am Kanal. Und da sieht man den Hauptkanal. Und ja, hier, wenn man hier reinfährt, gibt es auch noch ein paar Plätze. Wenn man ganz viel Glück hat, dann kann man auch hier liegen. Und hier gibt es tatsächlich auch Strom. Allerdings ja, sind wir mit 2 Booten und hier war nur ein Platz frei. Deshalb mussten wir in den Hafen. Und da hinten kann man liegen und da sieht man auch schon das Schild Slupenhafen. Und da geht es dann da durch die Brücke, einmal durch Sloten durch und dann kommt man hinten in den kleinen Hafen. Einfach toll. Und da kommt man unter der Brücke durch und kann einmal komplett durchfahren. Ja, wir gehen jetzt wieder hier an dem kleinen Hafen vorbei Richtung Boot. Und um die Zeit hier heute am Sonntag überraschend ruhig. Also es ist ja wirklich eine Mini-Stadt, eine ganz romantische Stadt. Hier direkt am Ausgang ist einiges los. Hier kann man sein Zelt aufbauen. Da hinten gibt es ein gewisses Restaurant, Kinderspielplatz. Und dann geht es hier über die Brücke zurück in den Hafen. Am Eingang sind auch die Duschanlagen. Mal rein. Einmal WC, einmal die Kurve. Und ja, die Dusche. Ja, 1 Euro einwerfen. Aber man kann die Temperatur einstellen, das ist schon mal gut. Wahrscheinlich auch stoppen. Ja, schön groß, breite Trennwand. Perfekt, alles passt. Gegenüber ist auch gleich der Müll. Und dann gibt es auch hier noch ein paar Wohnmobilstellplätze direkt am Hafen. Hier steht man schön. Am Hafen viele kleine Boote. Und wir liegen drüben am Kopfsteiger auf der anderen Seite.
Hier gibt es auch noch einen Laden für Schiffsstoffe. Da können wir wahrscheinlich polstern lassen. Und das Tolle ist, da spiegelt sich unser Boot in der Scheibe. Und da steht das richtige Boot, der Entenkackeplatz. Ja, sehr, sehr schöner Hafen. Kann man wirklich nichts Gegenteiliges sagen. Hier liegen auf der Seite und der Hafen geht dann noch viel, viel weiter. Auch eine interessante Konstruktion hier an dem Segler. Hier kann man auf der Leiter bis hoch zur Mastspitze. Marina muss aufpassen, dass sie nicht in die Entenkacke tritt. Das ist ein Slalomlauf hier. Interessanterweise ist der Steg, wo Claudia und Frank sind, geputzt. It's coffee time. Auf der Merlein. Und Anna wartet schon. Ganz sehnsüchtig. Anna, hallöchen. Ja, Anna, was ist los, eh? Komm, wir gehen rein. Komm, wir gehen rein. Hier gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Hier von der Fly hat man einen wunderschönen Blick über den Hafen. Ein bisschen windig, aber es stört nicht weiter. Da hinten geht es dann in die Stadt. Ja, und es kommen immer noch Bötchen rein. Auf der anderen Seite vom Hafen gibt es auch noch einen Campingplatz und auch noch Toilette, WC. Wir gehen jetzt hier über die kleine Brücke. Da sind so Wasserhallen. Dahinter ist auch noch mal ein großer Platz mit Hafen. Und irgendwo am Ende soll der Hafenmeister sein. Hier sind die Außenstege am Kanal. Hier ist der Meldesteiger auch und hier gibt es auch Trinkwasser. Und hier an dem Häuschen ist auch das Hafenkontor. Das ist die Mühle. Alles top in Schuss. Hier auf der anderen Seite ist dann der Campingplatz mit dem Hafen. Da müssen wir durch die kleine Brücke. Chalets am Rande und hier gibt es so ein paar Mietchalets. Das ist schon der zweite kleine Igel, der uns auf unserer Reise begegnet ist. Hier ist der Hauptkanal. Aus der Richtung sind wir gekommen, in die Richtung sind wir gefahren. Und vorab geht noch so ein kleiner Stichkanal mit sehr, sehr schönen Häusern. Der führt auch noch in so einen kleinen Hafen. Der scheint aber eher privat zu sein. Und dahinter sind noch überraschend viele Hallen. Und hinter den Hallen befinden sich noch mehrere Werkstätten. Yachtservice. Theo. Ja, mit Volvo Penta. Da fühlen wir uns direkt an Piet erinnert. Sieht fast aus wie beim Piet hier. Hier kann man auch sein Boot reparieren lassen. 2 Lokale in einem, eine Pizzeria und ein normales Lokal. Da gehen wir jetzt hin. Das ist nicht weit vom Hafen, direkt das erste. Hier waren wir noch nicht, wollen wir ausprobieren. Sehr rustikal. Ein Riesenladen. Oh, interessant. Ja, wir haben hier einen Platz auf der Empore. Da muss man aufpassen, dass man sich hier nicht den Kopf stößt. Da macht Dong. Und ja, Marina hat schon die Suppe. Das ist eine Maissuppe mit Chili. Die ist total lecker. Kann man empfehlen. Und unser Essen ist da. Ich habe den Fang des Tages, Schellfisch. Marina hat Pizza und Frank und Claudia haben eine riesige Platte, Barbecue-Platte. Schlachterplatte auf Holländisch. Ja. Boah. Nog een biertje? Ja, danke. Ein gemütliches Lokal, gut gegessen, gut getrunken. Die Pizza war wieder mit dem besonderen Rand, sehr lecker. Das andere Essen hat auch gut geschmeckt. Beim Service können Sie noch etwas arbeiten, aber alles in Ordnung. Klare Empfehlung. Sloten hat uns sehr gut gefallen. Es ist ein total romantischer Ort. Hier gibt es keine großen Geschäfte, kleine Gassen, tagsüber ein paar Besucher.
Der Hafen ist hier wunderbar. Wir haben schöne Plätze bekommen. Gibt auch noch ein paar andere große Plätze, also auch große Boote können hierher fahren. Der Restaurantbesuch war super. Da gab es auch nichts zu meckern. Alles hier in der Nähe. Die Sanitäranlagen sind gut. Und die Infrastruktur ringsherum hier für Bootsbesitzer, klasse. Wir kommen gerne wieder. Nur ein kleines Stück den Kanal entlang und schon sind wir im Sloter Meer. Ein kleiner Ort mitten auf der grünen Wiese. Pure Natur ringsherum. Die Fabrik, der Slupenhafen und dann geht es den kleinen Kanal durch die Stadt entlang bis zu unserem eigentlichen Hafen. Ein schöner großer Hafen und im hinteren Bereich ist dann der Campingplatz mit den Ferienhäusern und dem Privathafen. Und dann zur Kanalteilung. Rechts geht es direkt nach Lemmer und links zu der Grote Breken Richtung Echtener Brüsch. Hier kann man kostenfrei entlang fahren. Nochmal der hintere Teil mit Gewerbe und Bootsreparatur. Und schon blicken wir wieder auf unser Boot. Wir haben einen wunderschönen Platz am Steiger. Das war Sloten. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann muss euch das Video gefallen haben. Dann lasst bitte gerne ein Abo da. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Drückt einfach auf Mitglied werden. Für einen kleinen Obolus im Monat könnt ihr uns unterstützen in unserer Arbeit, die wir machen. Das würde uns sehr freuen. Ihr erhaltet dadurch Zugriff auf exklusives Material. Unsere normalen Videos werden immer vorher nur für Mitglieder gestartet, sodass ihr die Videos vorab sehen könnt. Vielen Dank für eure Unterstützung.